Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute den zweiten Teil der neuen Düfte im Monat Februar mit dabei, aber ich habe auch eine ganz spezielle Überraschung mit dabei, worüber wir uns selbst richtig arg gefreut haben, denn ich habe heute den Anelo von Pernoir dabei. Das ist der brandneue Duft von Pernoir und wir fühlen uns richtig geehrt, dass wir eben die Möglichkeit haben, euch schon vorab den Anelo zum Testen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ihr könnt den ab jetzt schon exklusiv bei uns in 8 ml testen und ab März ist er dann quasi offiziell gelauncht. Aber lasst uns doch mal gemeinsam schauen, was sich hinter dem Anelo so versteckt. Oh, ich sag's euch, das könnte der Duft für den Frühling und für den Sommer in diesem Jahr sein. Das ist so ein wunderschöner, frischer, exotischer Auftakt. Wir haben hier unterschiedliche Früchte mit drin. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ananas, Pomelo, Mandarine. Und so ist auch wirklich der Anfang. Das ist süß, das ist fruchtig, das ist frisch. Das ist richtig belebend, finde ich, dieser Start. Wahnsinnig schön. Und es geht so weiter, denn wir haben Mango, Ingwer und Magnolie mit drin. Und ich finde, das ist ein richtig cooler Auftakt. Der Duft hat eine vollmundige, fruchtige Süße, eine ganz leichte Säure, die sich da sehr toll einmischt. Und ich finde, Ingwer, bin ja auch ein kleiner Ingwer-Fan, gibt so eine schöne, ganz dezente Schärfe mit rein und macht den Duft nochmal richtig interessant. Der bekommt dadurch auch so einen leicht würzigeren Touch. Es ist eine ganz tolle Mischung aus diesem frischen, exotischen und wirklich belebenden, fruchtigen Start. Dann eben was Fruchtiges, was da definitiv mit drinnen ist. Etwas, was eben belebt, eine leichte, würzige und florale Note, die rauskommt. Und wenn du jetzt glaubst, dass das ein femininer Duft ist, dann muss ich sagen, nein. Wirklich, dieser Duft ist ein absolut perfekter Unisex-Duft. Richtig cool zu riechen, denn im Verlauf kommt auf jeden Fall was Erdiges und was Warmes nochmal mit rein. Wir haben hier Amber, wir haben Vetiver, wir haben Patchouli. Das heißt, wir haben so eine gesetzte Basis in diesem Duft, die wirklich dieses fruchtig, exotisch Belebende ganz toll trägt. Wir durften den ja jetzt schon in der Vergangenheit ein paar Tage testen und ich muss wirklich sagen, dass der eine super angenehme Sillage hat. Das ist ein Duft, den würde ich auch überall hin tragen. Ich finde, da sind keine Einschränkungen zu machen. Ich finde, den kann man abends an einem warmen Sommertag perfekt tragen. Den kann man aber auch im Büro tragen, den kann man im Alltag tragen. Da sehe ich gar keine Einschränkungen und die Haltbarkeit von dem Duft ist auch wirklich gut. Also ich kann Anelo wirklich nur denjenigen empfehlen, die eben dieses fruchtig belebende, würzige mit einer schönen, warmen Basis gerne mögen. Anelo kann ich euch ans Herz legen. Wir haben auch die neue Marke Eliseur bei uns aufgenommen und ich habe mal so eine kleine Auswahl an Düften mit dabei, wo ich sage, die finde ich wirklich richtig cool. Ihr könnt aber gerne auch auf der Markenseite bei uns auf parfumdreams.com vorbeigehen. Da sind natürlich alle Düfte dann aufgelistet, aber das hätte so den Rahmen von diesem Video etwas gesprengt. Und wir fangen an mit dem Extrait Blanc. Und ich sag mal so, wenn du diesem Kanal schon eine Weile folgst, dann weißt du, wie begeistert ich von dem Santal Basmati von Affinescence bin. Und ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Und mit diesem Duft, mit dem Extrait Blanc, ist auf jeden Fall ein neuer Basmati-Reisduft geboren. Und ich finde, schon im ersten Riechen kommt eben dieses Reisige definitiv raus. Es ist ein heller Duft, der einen süß-synthetischen Einschlag hat. Und ich finde aber, dass der am Anfang eine ganz gute Kombination eben aus diesem Reis oder diesem Duft aus dem Reis hat mit Ingwer, also einer ganz leichten Schärfe, und es kommen definitiv auch Blüten mit raus. Ich finde, der Duft, der erinnert so ein bisschen an eine asiatische Süßspeise, also wirklich schöner, klebriger Reis für mich mit eben was Süßem und einer ganz leichten Schärfe, die da mit drinnen ist. Vielleicht fast schon so ein bisschen wie Milchreis. Er wird cremig, aber hat, finde ich, auch immer einen etwas pudrigen Touch. Ist für mich tatsächlich ein eher femininer Duft. Ein Duft, der wirklich eine gute Sillage hat und von der Haltbarkeit auch her sehr gut ist. Ich finde auch, dass man den eigentlich in jeder Jahreszeit tragen kann und vom Anlass her würde ich den auch überall hintragen. Extrait Noir ist der nächste Duft für eine Elixir und es könnte ja vielleicht das genaue Gegenteil von dem Extrait Blanc sein, den wir gerade gerochen haben. Ja, definitiv im ersten Riechen schon sehr ledrig. Ledrig, würzig, wir haben was Kräuteriges mit drin. Also es ist sehr viel gehaltvoller, sehr viel dunkler, sehr viel würziger, sehr viel grüner auch vom Einschlag her. Sehr schön gewürzt auf jeden Fall. Zimt, Safran,
Thymian. Also wir haben hier schon auf jeden Fall einige Komponenten, die da ein Wörtchen mitreden. Wir haben hier eben die Kräuter, wir haben den Lavendel, wir haben was leicht Scharfes durch den Ingwer und das ist alles so ein bisschen schwarz angemalt. Also es ist ein etwas dunklerer Duft, der hat was leicht Rauchiges. Ledrig ist der durch und durch, wie ich finde. Hat was leicht Animalisches. Für mich auch wirklich eher ein maskuliner Duft. Ein Duft, den ich jetzt nicht im Sommer tragen würde, der auf jeden Fall eine ordentliche Sillage hat und die Haltbarkeit ist auch richtig, richtig gut. Geht definitiv in eine komplett andere Richtung als der Extreme Blanc und ist eben für alle, die dieses ledrige, dunkle, rauchige, aber eben auch kräuterige mit einer leichten Süße, die aber eben trotzdem auch dunkel belegt ist, gerne mögen. Ombre Nomade ist der nächste Duft von Elise Soyeur und ich schätze, wir gehen wieder in eine komplett andere Richtung, wenn ich mir so anschaue, was in dem Duft mit drin ist. Tatsächlich habe ich den Extrait Blanc von dieser Marke schon mal gerochen gehabt, alle anderen Düfte nicht. Von dem her ist es für mich jetzt auch so ein bisschen Überraschung. Wir haben hier im ersten Riechen eine leichte Aprikose, wir haben was Fruchtiges, aber auch Süßes. Ingwer kommt hier zeitweise auch kurz echt gut raus, bekommt so eine leichte Schärfe und dann, was aber schnell reinkommt, sind eben so süße, florale Noten, die den so ein bisschen lieblicher machen. Er verliert aber, finde ich, an Würzigkeit nicht so viel. Es ist eine ganz coole Kombination aus dieser fruchtigen Aprikose, diesen süßen, diesen floralen Noten, aber eben auch die Würzigkeit, die in dem Duft definitiv bestehen bleibt. Der Duft hat eine ganz spannende Entwicklung. Ich finde, der wird tendenziell kurz relativ trocken, wird dann aber weicher. Wir bekommen Vanille mit rein. Das heißt, das ist ein Duft, da tut sich auch wirklich was in der Duftentwicklung. Da muss man sich einfach so ein bisschen gedulden. Er bekommt auch zeitweise was ganz leicht Weihrauchiges mit rein, was Erdiges. Wir haben hier nämlich auch Patchouli mit drin. Das heißt, hier muss man wirklich sich mal hinsetzen, genießen, alle paar Stunden oder alle paar Minuten mal schnuppern, wie sich der Duft entwickelt hat. Wirklich auch ein angenehmer Duft, der auch eine wirklich gute Sillage hat. Haltbarkeit auch, ist übrigens bei der Marke auch wirklich gut gegeben. Und für mich jetzt auch ein Duft, wo ich keine Einschränkungen sehen würde. Ich finde, das ist auch ein Allrounder-Duft, der definitiv überall hingeht. Und für mich übrigens auch Unisex. Wir kommen zu dem letzten Duft der Marke, zumindest der letzten Duft, den ich heute mit dabei habe. Und das ist der Desired. Da gehen wir in eine orientalische Richtung. Es ist wirklich ein sehr schön würziger, orientalischer Start, der aber schon eine gewisse Süße mit reingibt. Wir haben hier Nelke, Safran, Kreuzkümmel und wir haben aber in der Herznote, was dann eben dieses Süße definitiv mit reinkommt, unterschiedlichste Blüten. Ja, jetzt wird es etwas vollmundiger, jetzt wird es etwas runder, jetzt wird es etwas süßer, ohne dass es für mich aber weiblich wird. Das nicht, das ist kein femininer Duft, sondern auch hier wirklich ein richtig guter Unisex-Duft. Wir bekommen definitiv holzige Noten mit rein, sehr feines Oud. Ich finde, der Duft hat fast schon eine Tendenz, cremig zu werden durch eine wunderschöne Vanille. Der fließt schon fast. Das ist wie so eine zähe, fließende, cremige Masse, die schön gewürzt ist mit leichten floralen Noten, die eben Süße damit reingeben. Und die Gewürze geben aber einfach ihren Teil dazu. Wirklich sehr, sehr schön zu riechen und der ist auf jeden Fall auch wirklich intensiv und eben für alle, die so sagen, ja, orientalische Düfte, das ist eigentlich das, was ich mag, da könnte der Desired wirklich sehr, sehr gut passen. Und wenn du genauso gespannt wie ich die ganze Zeit auf den letzten Flakon geschaut hast, ja, ich habe Valaya Exclusive mit dabei, das ist einfach so schön, dass von Valaya nochmal eine Exclusive-Variante mit rausgekommen ist. Das ist der wunderschöne Flakon, schön transparent, hier oben wieder wie gewohnt ein schönes Glitzersteinchen mit drin. Und ja, ich würde sagen, Valaya hat vielleicht eine große Schwester bekommen und ich bin mega gespannt. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gerochen. Es ist das erste Mal, dass ich den jetzt rieche und ich freue mich riesig, denn ich liebe Valaya schon in der Normalausstattung und bin jetzt mega gespannt, wie die Exklusivvariante riecht. Aber der erste Start ist auf jeden Fall auch sehr hell, aber ich finde, was auf jeden Fall sehr rauskommt, was es eben in dem normalen Valaya nicht gibt, ist dieses Mandelige. Ich habe mir mal den normalen Valaya hier auch mit aufgesprüht, nämlich das schon im Vergleich auch interessieren würde. Und ich muss sagen, bei dem Valaya Exclusive, dass man da im ersten Riechen wirklich auch kurzzeitig rausriecht, ist eben dieses Mandelige, was die normale Valaya nicht hat. Valaya in der Normalausgabe ist für mich eigentlich, wenn ich ihn auf die Haut aufgesprüht habe, schon immer intensiv.
Im Gegensatz zu der Exclusive-Variante kommt mir das jetzt aber wirklich gar nicht so intensiv vor. Die Exklusiv-Variante hat schon wirklich Bums, ist aber trotzdem frisch, hell, aber hat eben diese Mandel mit drin, dieses Nussige, was damit rauskommt, das eben in dem normalen Valaya nicht mit drin ist. Was der Duft auf jeden Fall nach wie vor hat, Gott sei Dank, ist dieses blumig, frische, cremige, dieses Weiße, diese gewisse Leichtigkeit, obwohl die Exclusive-Variante natürlich intensiver ist. Da finde ich bei der normalen Valaya-Variante, dass eben diese Leichtigkeit schon noch gegeben ist. Tendenziell finde ich die Exclusive-Variante etwas cremiger tatsächlich und ist auf jeden Fall definitiv auch ein Duft, der jetzt so für die wärmere Jahreszeit, die da kommt, wirklich passend ist. Witzigerweise hatte ich mal ein Video gemacht zu Hochzeitsdüften und habe gesagt, Valaya ist definitiv so ein Hochzeitskandidat. Und ja, auch Valaya Exclusive, finde ich, bietet sich dafür richtig an. Da muss man einfach jetzt mal schauen, welche Variante einem besser gefällt. Das ist einfach Geschmackssache. Ich mochte Valaya in der Normalvariante schon wahnsinnig gerne. Muss jetzt aber mal die Exklusivvariante öfters tragen, um wirklich sagen zu können, was mir persönlich auf der Haut oder im Alltag da noch besser gefällt. Wenn euch das interessiert, dann lasst mich das gerne wissen, dann mache ich da noch mal ein separates Video dazu. Und wenn du jetzt sagst, einer von diesen Düften interessiert dich, möchtest du ausprobieren, dann kannst du natürlich wieder 8 ml von einem dieser Düfte gewinnen. Dafür einfach den Channel abonnieren, like das Video und schreib mir in die Kommentare, welchen von diesen Düften du probieren möchtest. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute!